Hi und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast oder auch wieder mit dabei bist bei meinen Häkelprojekten. Ja, der Tisch ist leer, aber ich habe ein bisschen was geschafft und das zeige ich dir jetzt. Samstags kommt immer ein Video zu meinen Häkelarbeiten und dienstags immer ein Video zum Diamond Painting, so rum. Ja, als erstes habe ich an meinem Hexagon weitergearbeitet. Da ist ein bisschen was dazugekommen. Ich finde den Verlauf hier sehr schön. Das ist ja schon das zweite Teil. Das erste Teil ist hier. Und da fehlt noch ein kleines bisschen was sozusagen. Und dann ist der zweite Teil von dem Hexagon auch fertig. Ich dachte gerade, man kann ja mal kurz schauen, wie es so aussieht. Dass das hier sozusagen aufeinander ist und dann sieht man hier ein paar Reihen. Ein paar mehr Reihen fehlen noch. Aber nicht schlimm, der hat ja ein bisschen Zeit. Der kann gemütlich vor sich hin wachsen. So, das eine mache ich noch mal rüber. Das habe ich dir letzte Woche hier gezeigt und die Reihen hier kamen dazu. Das ist so ein Muster abwechselnd mit einem Stäbchen und dann Reliefstäbchen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Man muss nur bedenken, das Reliefstäbchen zieht die Häkelarbeit halt ein bisschen zusammen. Ja, also es sieht ein bisschen kleiner aus, wie es eigentlich ist. Genau, so. Dann mache ich hier die Markierung hin. Dann weiß man immer ganz genau, wie viel so dazu kam. Das Hexagon hier häkle ich mit einer Dreiernadel. Ich habe die Nadel jetzt gewechselt. Jetzt habe ich hier die von Prüm, die Dreiernadel drin und ich muss sagen, die funktioniert mit diesem Garn super. Ich bin mega zufrieden. Es zieht keine Fäden, es geht sauber über die Nadel. Ganz, ganz toll. Und auch mit dem Garn. Das ist Yarnart, das Flowers Moonlight. 53% Cotton, 43% Pack und 4% Metallic Polyester durch den Glitzerfaden. 1000 Meter hat der Bobbel. Davon habe ich ja zwei. Das eine ist ja das, wo das eine Hexagon schon fertig ist. Da ist noch ein Teil hier im Beutel drin, in dem Projektbeutelchen. Dort. Und das soll nachher sozusagen noch ein Unterteil geben, das an die beiden Hexagone, wenn das nachher eine Jacke ist oder ein Oberteil ist, dran soll. Aber das dauert noch ein bisschen, da nehme ich dich mit. Das wirst du hier in den Samstagsvideos immer mal wieder sehen, wenn es dich interessiert. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das Ganze weiter mitverfolgst. Das wäre sehr schön. Ja, das darf noch ein bisschen wachsen. Da werde ich auch die Woche jetzt wieder, also die kommende Woche, immer wieder so ein bisschen dran häkeln, weil ich das schon ein bisschen gerne vorantreiben würde. Aber wie gesagt, das Projekt hat Zeit, es ist nicht eilig, aber trotzdem hätte ich es gern, dass es langsam und stetig wachsen tut. Ja, das ist das eine. Ich schiebe es mal gerade ein bisschen rüber, denn jetzt kommt
Das zweite Projekt. Da habe ich, glaube ich, nur 1 oder 2 reingearbeitet. Das ist gearbeitet mit einer Vierernadel. Mein Herzchentuch und von dem Bobbel von Miss Pimpinella, dem Etsy Shop. Ich hole den jetzt nicht raus, sonst zerfällt er mir. Den habe ich ein bisschen doll gequetscht. Den hatte ich nämlich einmal mit, kam aber dann gar nicht so viel zum Häkeln im Wartezimmer. Ja, und deswegen ist er so ein bisschen ramponiert. Es ist ein vierfädiger Bobbel, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Jetzt kommt der Grünverlauf, der rosa Verlauf ist schon drin und ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Ja, wenn du dir den Verlauf hier so anschaust, das kommt gut raus. Ja, gezeigt hatte ich es dir, da war ich hier am Wechsel von der Runde und ich habe mich für die Überkreuzstäbchen entschieden. Die werden da jetzt gehäkelt. Ich häkel aber immer eine Reihe normale Stäbchen und dann einmal das mit dem Überkreuz. Denn ich glaube, das kommt dann ganz gut rüber und es ist einfach ein bisschen dichter. So. So, wo ist der denn? Hier. Ja. Also wie gesagt, da ist nicht viel passiert. Aber gut, das Tuch ist jetzt auch eine schöne Größe bis jetzt, finde ich. Da passt das ganz gut. Und ich habe das ja alles noch einmal angefangen sozusagen. Ja, denn wenn du schaust, ich hatte das glaube ich schon mal ausgemessen, aber das ist ja nicht schlimm. Also, ja, man hat eine gute Größe bis jetzt. Das hier ist sozusagen unten, also die Spitze des Tuches. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Der darf auch noch ein bisschen wachsen. Die 900 Meter, das ist ein 900 Meter Bobbel, die dürfen da gerne einmal komplett mit rein. Das Rosa finde ich sehr schön mit den Herzchen. Passt jetzt auch für den Valentinstag so ein bisschen. Aber speziell für den Valentinstag war das halt nicht geplant, sondern einfach so, weil ich darauf Lust hatte, das auszuprobieren. Und man sieht am Anfang, falls du neu bist, so ein bisschen meine Startschwierigkeiten, weil ich mich da wirklich an das Muster gehalten habe. Aber das ist alles nicht so geworden, wie ich es gern wollte. Und durch Probieren und Probieren und Probieren wurde es besser. Ja, diese Nopsen hier, die drehen sich nach oben. Das muss man wahrscheinlich dann mit dem Spannen hinkriegen. Also das wird man bestimmt mit Spannen des Tuches hinbekommen. Aber ich werde das nicht machen. Ich werde dieses Tuch nicht spannen. Mir reicht das so. Und ich behalte sowieso nicht alle Tücher. Die Sachen gehen meistens bei mir ins Frauenhaus oder auch bei uns in das Altenheim. Also frage ich immer nach, wenn ich eine gewisse Sache habe oder eine gewisse Anzahl habe, ob sie Interesse daran haben. Und dann dürfen sich die Leute da, wenn ihnen was gefällt, einfach was rausnehmen. Zumindest mache ich das so. Denn alles, was ich häkel, ich kann das sowieso nicht alles anziehen. Auch an der Vielzahl von den Tüchern her nicht. Und deswegen teile ich das gerne mit anderen und gebe es halt gerne an diese Stellen einfach weiter. Ja, dann habe ich das Herzchentuch noch einmal angefangen mit einer Dreiernadel. Einfach mal, um den Unterschied zu sehen. Und einem Garn von den Märchengarn,
die Wirklichkeit. Das ist nur ein 100 Gramm Bobbel, der hat 380 Meter, 4er Nadel, also ist auch vierfach, für eine 3er bis 4er Nadel geeignet. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Und ich finde auch hier den Verlauf von dem Garn, also es hat ja keinen richtigen Verlauf, es ist immer wieder dasselbe, dieselben Farben, aber ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Und hier mit der Dreiernadel kommen die Herzchen definitiv besser zur Geltung. Das habt ihr mir ja schon gesagt gehabt. Aber ich wollte es halt ausprobieren. Ja. Ich hatte jetzt auch hier manche drehen sich halt, aber das ist jetzt nicht gravierend schlimm für mich. Ja. Ich habe das auch hier andersrum probiert, also dass die Herzchen richtig rumliegen. Und da muss man auch dann gucken hier mit Spannen, dass man diesen Nupsi halt nach unten bekommt. Nur dann sieht es aus wie ein Herzchen, sonst eher wie ein Kreis. Aber gut, ist halt so. Ja. Aber ich finde, hier kommen die Herzchen definitiv besser zur Geltung. Und hier habe ich angefangen. Die Herzchen habe ich beendet und hier bin ich hingegangen und habe den Vorschlag auch angenommen und habe immer 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen gehäkelt. Ich glaube, es war 3 Stäbchen, eine Luftmasche. Gut, ich habe es halt jetzt mit 2 gemacht, weil ich dachte, mit diesem Zweiermuster passt das hier ganz gut dazu. Aber ich glaube, das ist auch egal sozusagen. Also das kann man ja machen, wie man das möchte. Ja. Und mit der Dreiernadel, finde ich, kommt das super raus. Ja, auch wie gesagt, die Nupsis drehen sich halt ein bisschen. Manche nicht, manche liegen gut und manche muss man halt so ein bisschen zurecht machen. Ne? Ja, das hatte ich dir gezeigt. Letzte Woche, da war ich hier und dann kam ein Mustersatz dazu und dann der Wechsel in den anderen Mustersatz. Und da wächst jetzt auch der Rest von dem Bobbel rein. Und dann denke ich mal, ist das auch vielleicht ein schönes Halstuch oder ein bisschen kleineres Tuch. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Größer und kleiner, gibt ja unterschiedliche Leute. Und dann ist das so super. Ja, das ist einmal das Tüchlein. Und vielleicht hast du es eben schon gesehen, ich habe hier noch einen anderen Bobbel reingelegt und eine 3,5er Nadel. Ich hatte vor, aus diesem Bobbel, auch von Miss Pimpinella, 900 Meter, OV 15. Er ist vierfädig. Ich finde, der ist so ein bisschen frühlingsmäßig angehaucht. Der Bobbel, der hat auch 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Genau, hier steht's. Und daraus wollte ich noch mal ein Tuch anfangen. Und zwar mit dem V-Muster. Das hat mir bei meinem Quadrat, bei dem Granny, gut gefallen. Aber das Granny ist zu dunkel dafür. Also die Wolle davon ist zu dunkel. Ich weiß nicht, das hatte ich vor, ich glaube, 14 Tagen oder so gezeigt. Das Granny. Und das werde ich aufziehen, weil mir dafür die Wolle einfach zu dunkel ist. Das kommt nicht gut rüber. Ich finde, ja, nee, muss nicht sein. Ich werde dann das dunkle Garn lieber für am Pulli so ein Bündchen oder sowas aufbrauchen, als für das Granny. Aber daraus, aus diesem Bobbel, soll ein Tuch werden. Mal schauen, ob ich das die Woche anschlage. Aber eigentlich hätte ich gern eins von den beiden Tüchern fertig, bevor ich jetzt ein neues Tuch starte. Aber mal gucken, je nachdem, wie die Laune spielt, mache ich das.
Genau. So. Und dann ist mir noch mal was in die Hände gefallen, wo ich dachte, ach, guck mal. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Den Bobbel, das Garn hier, das habe ich ja zweimal. Das sollte eigentlich ein Pulli für meine Mama werden. Ein Polunder. Aber ich habe daran nicht weitergearbeitet. Ich weiß auch warum. Weil ich es mir anfange aufzuziehen. Und ich habe den Mustersatz verwechselt. Also hier ist es noch richtig und das ist verkehrt. Und dann habe ich mich geärgert und also der ist genau verkehrt herum sozusagen. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, das hier einmal aufzuziehen und daraus dann eine kleine Hexagonweste für meine Mutter zu häkeln. Das kann sie sich dann zumachen mit dem Knopf oder sowas. Das wird sie schaffen. Ja, ich hätte es zwar schön gefunden, vielleicht probiere ich das auch nochmal, weil ich ja direkt hier die Maschen ja abgenommen hatte für den Halsausschnitt sozusagen und hier Schulterbereich ist. Aber ja, es ist wie es ist. Es wird aufgezogen und als ein Hexagon gehäkelt. So kann es auch mal gehen. Man vergisst die Sachen und hat dann einmal neu. Gut. Ja, stört mich jetzt nicht. Ich hoffe nur, ich kriege das Garn gut gezogen, weil das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das siehst hier, diese Flusen hat. Ja, also das Garn ist super weich, wirklich schön. Es ist aber, glaube ich, Polyacryl. Ich weiß gar nicht. Ja, 100% Polyacryl. Ja. Aber ich schaue mal, ob das reibungslos funktioniert oder ob es eher sich verhakt beim Aufziehen. Jetzt bin ich auch im Überlegen, ob ich hier schon starte und von innen heraus aufwickel und mir einen Knäuel mache. Oder ob ich es andersrum mache, weil so ein Wickler, ein Garnwickler, sowas habe ich nicht. Bei mir muss das alles noch per Hand gewickelt werden. Ja, du kannst mir ja gerne mal schreiben, wie du starten würdest, ob du von innen anfangen würdest, um das nochmal zu wickeln oder einfach aufribbeln und das dann erst wickeln. Aber ich glaube, ich starte von innen. Ja, egal, das kann ich ja alles noch gucken, wie ich das machen möchte. Aber wie gesagt, es wird geribbelt. Fertig. Ja, das waren so alle Handarbeiten, die ich jetzt so zum Teil in den Finger hatte. Das hatte ich ja nicht in die Finger, das ist mir erst wieder in die Finger gefallen. Und die Pläne sozusagen für die kommende Woche. Also eins der Tücher hätte ich wirklich gerne fertig. Einfach. Wobei ich eher dazu tendiere, dass es das hier ja wird, weil da ein bisschen weniger an Garn ist einfach. Und dann denke ich mal, passt das, wenn ich ein neues Tuch starte. Also mal schauen, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Mal gucken, mal gucken. Falls du es nicht verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ja, in diesem Sinne, bleib gesund. Hab noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Tag. Genieß die Zeit. Mach's gut. Tschüss.